Also willkommen zurück. So, und dann spielen wir mal weiter. Ja, Suizid auf Rachel Foster. Und wir waren Tag 9. Ja, also Tag 9. Ja, der Irving, der war ja nun da. Und wir wissen nicht genau, was es mit diesen Typen auf sich hat. Mal schauen, wie es weitergeht. Also die versiegelte Tür. Irving. Finally. Okay, du bist der Einzige, den ich habe. Ja, alles, nee. Genau, machen wir das. I know, I told you to go to hell. I was dying on this chair. Ja, ich hatte Schiss. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking Mein about, Vater, ich mache das alles ganz allein. Ich mache das alles ganz allein. Maybe me. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Aha, also muss ich jetzt, denke ich mal, zu dieser Rezeption gehen. Ja, da ist die Kette vor. So, schauen wir mal. Ich sollte einen Blick ins Magazine werfen. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Okay. So, dann wollen wir mal runtergehen. Und schauen, was der... Oder was er dazu sagen hat. So. Also, Irving kommt mir noch mal ganz komisch vor. Ja. So, also was ist jetzt hier in der Rezeption? Also da ist nichts. Da muss ich jetzt hier irgendwie dahinter. Das ist so eine Abstellkammer. Oder? Eine Diskette. Okay. Ah, hier. Arcade-Automaten. Okay. Street Warrior. Ping-Pong. Und eine Dart-Zielscheibe. Arcade-Spiel, okay. Naja, das ist ja mal ein nettes Zimmer. Simon sagt. Ach, das ist aus dem Spiel. Okay.
Naja. Das ist ein richtiger... Ach, da steht ja auch Game Room. Naja. Okay, aber so eine Ruppe kann man bestimmt auch nicht spielen. So, ich schau nochmal. Ich sollte im Blick ins Metazin. In der Mitte finden die Dinge ihre Position. Das ist doch richtig. Das ist doch bei der Rezeption, oder nicht? Rezeption. Nix. Vielleicht kann ich hier draußen irgendwie hingehen, aber... Nein, da ist auch nix. Wie ist denn? Bin ich jetzt blöd? Ist doch da, das die Halle? Also das ist die Halle. Das ist die Rezeption da vorne. Rezeption, Halle. Metazin. Aber eigentlich ist das Stück dort oben. Ja, also da oben. Und dann gehe ich jetzt erstmal hoch. Da muss ja hier irgendwo was sein. Ja, sie sagt aber auch schon wieder nichts dazu. Nix. Sag mal, bin ich jetzt doof? Hier ist doch nix. In der Mitte finden die Dinge ihre Position. Wo denn? Das verstehe ich nicht. Ist hier irgendwas? Nee, auch nicht. Hier unten, vielleicht doch beim Ausgang. Nee, das ist alles nicht richtig. Das muss oben sein. Sag mal. Jetzt stehe ich am Schlauch anscheinend. In der Mitte finden die Dinge die Position. Jetzt schaue ich nochmal die Flure durch. Aber... Nee. Nee, das ist schon richtig. Das ist auch da oben. Okay, es ist jetzt gerade ein bisschen verwirrend, muss ich mal sagen. Da war doch nichts. Nix. Naja, da muss ich ja nicht rein, aber... Ich verstehe es nicht. Mitte. Das ist die Mitte. Da unten ist eine Spur, aber vielleicht ist hier irgendwo ein Geist. Auch nicht. Sag mal. Nee. Okay, da geht's rein. Also sowas Blödes. Nee. Jetzt wird's schon wieder komisch. Jetzt wird's schon wieder ganz komisch. Stehen so ein paar gruselige Schaufensterpuppen rum. Okay. Was ist das?
Ein Hockeyschläger. Da unten. Schon ein bisschen krank, ja? Okay. Schaufensterpuppe. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal if you can hear me. Ja, It's time to make that phone call. Weil er wahrscheinlich der Killer ist, so wie es aussieht. Oh, und irgendwas ist da im Brombeerrand. Ich hab's gehört. Das ist Irving. Und jetzt war's das mit mir. Ich habe gleich gesagt, Irving ist so ein Perversling. Auf jeden Fall. Da rennt einer. Gott. Where are you, Nicole? Hast du gehört, was ich It's gesagt about habe? Warum time. bist du nicht rangegangen? Ja. Why didn't you answer? How many doors have you opened, Nicole? How many are Ich still verstehe missing? nicht, welche Türen. Ich verstehe nicht. Oder? Ja. What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Mhm. Ah. Das war die Rezeptionsglocke auf jeden Fall. Jetzt steht er da unten. Mein Date. Mein Date wartet auf mich. Ich komme schon. Und? Wo ist er? Okay, Irving ist nicht da. Mein Date ist weg. Warum kann ich die Glocke eigentlich nicht läuten? Diese Klingel. Oh. Mein Date hat schon seine Schuhe ausgezogen. Mysteriöse Stiefel. Okay. Also in jedem Film, in jedem guten Horrorfilm hat der Mörder so eine gelben Stiefel an. Das ist ja logisch. So eine gelben Gummistiefel. Eindeutig. War der Teppich vorhin auch schon umgeknickt? Okay. Wo ist Irving? Also Irving lauert mir jetzt irgendwo auf in diesem Hotel. Warum hat er die Schuhe ausgezogen? Ich meine, in der Bruchbude kommt es auch nicht mehr drauf an. Ja. Ich ziehe erstmal schön die Stiefel aus. Ich könnte ja irgendwas dreckig machen. So, wo muss ich hin? Irving, was tust du? Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im zweiten Stock? Ach so. Also wieder hoch zum zweiten Stock. Los geht's. Ja, hier ist nichts. Also in den zweiten. Oh, dieses Laufen, das ist auch schon wieder. Und hoch. Nochmal hoch. So, wo war jetzt die verschlossene Tür? War die jetzt rechts oder links? Ah, ich weiß auch nicht mehr genau. Ja, ich glaube hier. Ein Museum. Nee, da war es nicht.
Da war es nicht. Da war es auch nicht. Okay, dann war es jetzt doch andere Seite. Dann gehen wir halt mal dahin. Ah ja, das ist die Tür, die noch zu war. Ja, da wird jetzt irgendwie schon... Oh, okay. Okay, hier sieht es wirklich schlimm aus. Da geht's nicht rein. Oh. So. Da liegt jetzt Irving schon bereit. Der wartet schon auf mich. Hinter der Tür. Und? Oh. Ja, ich sag's ja, der hat sich da einquartiert. Ich sag's ja, es ist ein Perversling. Okay. Beweise. Car Engine. Leere VHS-Hülle. Und ein Mixtape. Okay. Großzeit-Sing. Was machen die? Funksprechgerät. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. Was hast I du had getan? to Bist do verrückt? it. Ist das denn ernst? Was hast du getan? What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Wer bist du? Wo Finally. bist du? Was hast du vor? Was hast du vor? What do you want to do now? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that.
free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia, or what retard meant. It's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her, but I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for Der real. Vater. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Der redet so komisch. Hat Nothing der so more, umgebracht nothing oder was? less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that Ich habe sometimes Rachel nicht tagged along. gehasst. Ich habe deine Schwester gehasst. Na, sie hat das zwar vorhin gesagt, aber es ist ja nicht so gemeint. Ja, ich habe Rachel nicht gehasst. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Wo bist du? Was willst du? Wo bist du? Was willst du? What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment, in that confined horizon of events. As you'll understand, as you've already begun to Sag mir, was du von mir understand. willst. Du bist derjenige, von dem ich mich dir zufolge fernhalten sollte. Sag mir, was du willst. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Okay. Naja, dann wollen wir mal schauen, was da oben ist. Ob der Irving ist? Ja. So, dann schauen wir mal. Oh. Ah, okay. Er will, dass ich mir einen Film anschaue. Naja, da ist wahrscheinlich die Wahrheit drauf oder so. Aha. Ja, aber er hat es schön romantisch hergerichtet schon. Für unser Date. Schlüssel. Oh, den kann ich noch nicht aufheben. Okay. Ja, ich denke mal, ich muss mir erstmal den Film anschauen. Aha. Bilder von Rachel. Okay. Na, wie romantisch. Eine Schreibmaschine. Leonards Gedanken. Luckies. So, dann gehen wir mal zum Projektor. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nicky? You're probably tired. I can imagine.
At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air we about? breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Okay. Oh. Mörder. Okay. Welche ist hier? Das ist doch der Geist von Rachel hier. Aber das hier geht, sagt nichts. Ach, aber jetzt kann ich den Schlüssel nehmen. Klärt. Okay. Also der Vater, ich glaube nicht, dass der Vater die umgebracht hat. Rachel Leonard. Okay. Ich muss mir jetzt die Zeichnung nochmal anschauen. Nein. Welche Bücher? The Light of Egypt or the Science of the Soul and the Stars. Da geht noch was, aber... Ach, Mathe schon wieder. Okay, da ist nichts. Teleskop. Vielleicht kann ich mir jetzt die Gedanken durchlesen. Leonards Gedanken. Nee. Nochmal Bilder von Rachel. Nee, nix. Nicht dahinter. Nee, das auch nix. Okay. Andere Filmrolle noch? Nee. Gut, der Film hat jetzt auch eigentlich nur Familienbilder gezeigt. Ja, die Familienbilder von Nicole, ihren Vater und der Mutter. Mörder. Okay. Schlägt aber nichts an. Und das Gerät schlägt nicht aus. Ja, auch nicht. Also. Nee, scheint nichts zu sein.
Da scheint nichts zu sein. Claires Auto. Ah! Ja klar, Claire ist doch die Mutter. Sowas Blödes. Claire ist die Mutter. Ja klar. Okay. So, dann gehen wir jetzt mal zum Auto. Zum Auto. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne jetzt gerade wirklich Schlimmes. Also irgendwas ist, ich denke mal im Auto. Oder der Irving, der kloppt mir vorher noch eine vom Kopf. Und der rennt hier irgendwo rum. Ich mich erschrocken, ey. Mann. Ich dachte mir noch, warum stehen die Türen offen, ja? Also. Mann. Hitze. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Okay. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Genug Rätsel, ich Here, gehe in raus. this place. Genug Enough Rätsel. riddles, Irving. I'm tired. Me too. You're the only one who can give a finale to this story. Okay. It's time you open the last door. Ah, den Kofferraum. Wer weiß, was da drin ist. Oh Gott, was ist da drin? Was ist es? Was war das? Was war das? Okay. Man hat es eben nicht erkannt. Was war das eben? Ist hier noch irgendwo was? Was ist denn der? Ach, eine Decke. Wasch sie, wasche sie. Wasche sie. Aha. Wasche sie. Na, hier war doch irgendwo dieser Waschraum. Na, ich glaube, ich muss dort zu diesem komischen Boiler-Raum gehen. Konnte ich das hier durch? Nee, oder? Ach nee, da kommt man ja nicht lang. Da hinten war der Stromraum. So, nee, das war hier lang. Hier irgendwie durch. So, da. Ja, da haben wir noch. Genau, hier. Hier war der Waschraum. Laundry. So. Okay, dann waschen wir jetzt mal die alte Decke. Vor allem, warum soll ich die Decke waschen? Waschbecken. Das sind die gute alte Handwäsche. Und was ist diese Decke? Was ist denn da an der Decke? Das ist der Blutflecken oder was? Oh, da liegt die Zahnspange. Da liegt die Zahnspange. Ah, okay. Oh, God.
How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Ja, klar. Die Mutter. Go on. No, I don't. Go on! Weiter. We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... Dann hat die Mutter... Ja, die wusste... Ja, die Wahrheit, ja. I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her, in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. Die Mutter. Ja, klar. Die hat erfahren, der Vater ist mit der Rachel durchgebrannt und dann You've war's had das. your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here.
Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. Wo bist du? Du kommst mich nicht alleine lassen. What? Wo Irving, bist du? where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. Jetzt bringt sich nicht And oder? now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Der ist raus. Beyond Der hat noch this nicht mal seine Schuhe angezogen. horizon of events. Everything is... Okay. Irving? Okay. Das war's mit Irving. Okay, dann war Irving. I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Dann war wohl I'm... Irving doch nicht. Also, Irving war kein Verlassling. Who's there? Okay. Rachel? Is that you? Okay, was passiert jetzt? Okay, Irving wollte wohl nicht mehr so weitermachen. Nur nicht mehr das Date mit mir wollte haben. Gibt's doch nicht. Okay, jetzt sitze ich in mein Auto. Die Spange. Ich habe die Zahnspange. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you got... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Wieso muss jetzt da bleiben? Wait a sec, let's talk. And there's also my fee. Aha. No. Vorhin da oben. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us. Oh, ich glaube, jetzt dreht What sie do you durch. think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Gangschaltung, jetzt kann ich das anmachen, aber da ist das Schlauch da oben, die will sich umbringen. Wait, I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Okay, ich muss es anschalten. Dann war's das mit ihr. I don't Oh. want to die. It's getting dark. I can't
can't see the light. Ausschalten. Soll ich es wieder ausschalten? Ausschalten. Okay. Irving hat sich umgebracht, die wird sich jetzt umbringen. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. Okay. No more anger. Es ist keiner mehr von der Familie da. Okay, das war's. Also im Endeffekt, Irving war kein Perversling. Der Vater hatte diese Affäre mit dieser 16-jährigen Rachel. Ja, die Mutter ist komplett durchgedreht. Die Mutter hat meinen Hockeyschläger genommen und hat sie den eine vom Kopf gekloppt. So, das war's dann mit Rachel. Die Mutter hat's vertuscht. Eigentlich haben es alle vertuscht. Anscheinend wussten es alle. Ja, der Irving hat wahrscheinlich nur nach Beweisen noch gesucht. Der hat sich da oben einquartiert und der wollte, eigentlich wusste ich es auch. Aber in meinem Unterbewusstsein habe ich es wohl verdrängt. Dass die eigene Mutter praktisch das 16-jährige Mädchen umgebracht hat. Ja, das war Verdrängung. Und Irving hat das jetzt praktisch wieder alles hervorgebracht. Ja. Und okay, Irving wollte es einfach wahrscheinlich nur aufgedeckt haben. Er wollte, dass ich mich erinnere, dass ich es ausspreche, dass meine eigene Mutter seine Schwester umgebracht hat. Ja, und jetzt hat er damit anscheinend so abgeschlossen, dass er gesagt hat, er war draußen, man weiß nicht, er ist vielleicht irgendwo von der Klippe gesprungen oder er erfriert oder keine Ahnung, bei dem Sturm. Ja, im Endeffekt wollte ich mich ja jetzt selber umbringen. Jetzt frage ich mich, wenn ich den Motor nicht ausgestellt hätte, was passiert wäre. Wäre ich jetzt tot gewesen oder nicht? Ja, hätte ich jetzt auch sterben können. Aber im Endeffekt, ich denke mal, also sie dreht jetzt auch vollkommen im Rad. Also sie wird jetzt auch nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Sie möchte jetzt in dem Hotel bleiben und verdrängen. Ich glaube, sie will einfach verdrängen. Ja gut, das ist ja auch ganz schön krass. Ja. Sie hat gesehen, dass die Mutter jemanden umgebracht hat. Und dann sind die mit dieser Leiche nach Hause gefahren. Das war komplette Verdrängung pur, das Spiel. Ja, also Wut ist schon was zum Nachdenken. Ja. Genau, also wie gesagt, also was zum Nachdenken. Schon ein bisschen harter Tobak gewesen, also ja, wenn man es sich so überlegt. Dann war es das jetzt mit dem Spiel. Wir sind durch soweit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, was ich demnächst spiele. Ihr werdet es denn sehen.